Kennst du das, wenn du mit Menschen zusammen bist und eigentlich hast du eine richtig coole Zeit und sobald du wieder nach Hause kommst und die Tür aufsperrst, holt dich plötzlich ein Gefühl der Schwere ein, mit dem du überhaupt nicht umgehen kannst. Mir ist es jahrelang passiert und was mir geholfen hat und wie ich da wieder rausgekommen bin, das erzähle ich dir heute in diesem Video. Damals konnte ich überhaupt nicht einordnen, was da eigentlich mit mir passiert. Und das Verrückte war, ich habe nie zu den Menschen gehört, die ständig andere um sich herum brauchen. Ich war eigentlich sogar sehr gern allein. Aber mit dem, was da in der Stille in mir aufgetaucht ist, konnte ich schlichtweg überhaupt nicht umgehen. Ja, und genau das hat mein Leben damals unglaublich schwer gemacht. Und heute weiß ich, warum das so war. Und vor allem weiß ich, was mir damals wirklich geholfen hat. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich hatte damals eine Freundin in meinem Leben, die ich damals öfters besucht habe. Und immer wenn ich bei ihr war, war das so ein Stück weit wie nach Hause kommen. Und gleichzeitig war ich aber auch immer etwas angespannt. Ich war also gerne da und gleichzeitig wollte ich irgendwie auch immer wieder weg. Ja, zurück nach Hause, Ruhe haben und einfach irgendwie auch für mich sein. Und es war nicht nur bei ihr so, das war mit anderen auch so. Ich habe mich mit Menschen getroffen und habe eine gute Zeit gehabt und habe das auch genossen. Und gleichzeitig war da diese Sehnsucht nach Zeit mit mir, nach Ruhe. Und als ich dann wieder zurück im Zug saß, auf dem Weg nach Hause, wurde ich jedes Mal traurig, weil ich wusste, was mich erwartet, wenn ich zu Hause ankomme. Immer wenn ich von draußen, von Leuten, von den Menschen zurück in die Stille gekommen bin, war das wie eine Wand, durch die ich damals gelaufen bin. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Es war irgendwie düster. Es war nicht nur Traurigkeit, es war dunkel. Wie so eine Art Unterwelt in mir. Und jedes Mal, wenn ich die Haustür aufgesperrt habe, hat mich diese Unterwelt, diese Dunkelheit komplett eingehüllt. Und ich war halt mittendrin und ich wusste nicht, wie ich da überhaupt wieder jemals rauskommen soll. Ja, und ich habe damals echt super viel geweint, weil ich diesen Schmerz überhaupt nicht aushalten konnte. Nicht das Alleinsein an sich, das war nie mein Problem. Wie gesagt, ich war gern allein, aber mit diesem Schmerz allein sein, das war irgendwie anders und das hat mich wirklich zerrissen. Ja, und wenn du das kennst oder eine ähnliche Situation kennst, dann schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ich muss dazu sagen, diesen Schmerz hatte ich nicht nur in diesem Moment. Der war auch so da. Aber je lauter es draußen war, umso härter hat es mich halt später drinnen erwischt, weil der Kontrast so krass war. Gerade noch im Gespräch mit Menschenlärm und plötzlich nur noch ich. Und das hat den Schmerz bei mir jedes Mal sehr, sehr deutlich gemacht. Ja, und was war das überhaupt? Was war das denn für ein Schmerz? Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich wusste es ehrlich gesagt genauso wenig. Ich konnte ihn nicht benennen. Es war so eine Art Gefühl von, dass irgendwas nicht stimmt. Auch wenn gerade alles eigentlich voll cool war. Auch wenn ich gerade eine voll coole Zeit hatte. Und trotzdem war da dieses irgendwas, das nicht gestimmt hat. Und ich bin da einfach nicht weiter rangekommen. Und das Einzige, was ich wusste, war, dass es unglaublich weh tat. Und heute weiß ich, warum der Schmerz immer wieder gekommen ist. Weil ich ihn immer weggemacht habe, weil ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt habe. Und ja, und wenn du etwas immer wieder wegschiebst, verschwindet es nicht. Es wartet. Und wenn dann die Ablenkung wegfällt, wenn die Stille also kommt, dann ist es halt wieder da. Und je länger du es wegschiebst, umso lauter wird es irgendwann und umso lauter ist es da. Und genau das ist mir jedes Mal passiert, wenn ich die Haustür aufgesperrt habe. Und das Verrückte daran war, dass ich das kommen gesehen habe. Ich wusste ja vorher schon immer, Scheiße, das steht mir bevor, wenn ich die Tür aufmache. Und trotzdem konnte ich nichts dagegen tun, weil ich nicht wusste, wie. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Therapie gemacht, ich hatte mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ich hatte schon einiges hinter mir und trotzdem wusste ich nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, das Schlimmste daran ist, nicht nur der Schmerz selbst, also es wird deshalb auch schon nicht reichen, sondern diese Machtlosigkeit, dass man keinen blassen Schimmer hat, was da vor sich geht und ob das halt auch jemals wieder besser wird.
Ja, und heute weiß ich konnte mich damals selbst nicht tragen. Ich konnte diese Emotionen nicht halten, nicht in dem Umfang. Und das war für mich das Dramatische daran. Ich hatte keine Anleitung dafür und ich hatte keine Ahnung, wie ich da auch wieder rauskomme. Und vielleicht kennst du das Gefühl ja auch, dass du weißt, das kommt auf dich zu und trotzdem kannst du nichts dagegen tun. Ja, und was habe ich jetzt in dem Moment gemacht? Zuerst konnte ich erstmal gar nichts machen. Ich habe erstmal wirklich viel geweint. Das war wirklich so ein geballtes emotionales Weinen. Und es musste bei mir auch wirklich einfach raus. Und ehrlich gesagt hat es mir auch oft geholfen. Aber danach war ich erstmal fix und fertig. Ja, und dann habe ich manchmal jemanden angerufen oder ich habe einfach geschlafen, einfach um nicht allein mit diesem Gefühl zu sein. Oder ich habe Netflix geschaut, irgendwas, das die Zeit überbrückt, bis diese Schmerzwelle irgendwann wieder vorüber war. Und was ich damals nicht wusste, ich habe den Schmerz in diesem Moment eigentlich auch noch verurteilt. Streichen wir das eigentlich. Ich habe ihn verurteilt. Ich habe nicht gedacht, okay, da ist was, ich schau mal hin. Ich habe gedacht, das darf nicht sein, ich will das nicht, weg damit. Und genau das hat halt alles nur noch viel schlimmer gemacht. Weil der Schmerz, der wollte halt nicht weg, der wollte gesehen werden. Irgendwann hat mein Körper einfach nicht mehr mitgespielt. Und die Ablenkung hat nicht mehr gezogen. Ich konnte nicht mehr wegschauen und ich war dadurch gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, und erst da habe ich verstanden, was dieser Schmerz mir die ganze Zeit sagen wollte. Nämlich, schau hin, geh in den Kontakt mit dir. Und weil ich das so lange nicht gemacht hatte, ist er immer wieder gekommen. Sprich, ich war die ganze Zeit nicht im Kontakt mit mir. Und mein Körper wollte, dass ich endlich Gottverdammt wieder in den Kontakt mit mir komme. Ich hatte damals schon viel über innere Kindarbeit gelesen. Bücher, Techniken, alles Mögliche. Aber ich konnte da gefühlt nie wirklich andocken. Ich habe es zwar im Kopf verstanden, aber hier nicht. Und irgendwann hatte ich so eine Erinnerung, einen Satz aus einem Buch, dass man erst mal wieder ins Fühlen kommen muss, bevor man überhaupt tiefer gehen kann. Und dass es durchaus auch Techniken gibt, die einem dabei helfen, überhaupt wieder in dieses Fühlen reinzukommen. Und das hat sich für mich damals wie so ein Schlüssel angefühlt, wie so ein Klickmoment. Und dadurch habe ich angefangen, mich hinzusetzen und reinzufühlen. Einfach mal zu schauen, was da gerade ist. Nicht um es zu lösen, nicht um es wegzumachen, weil das wollen wir ja immer, sondern einfach nur, um hinzuschauen, ohne jeglichen Anspruch. Ja, und das Entscheidende dabei war, nicht im Kopf zu bleiben, nicht analysieren, nicht verstehen wollen und auch nicht fragen, warum, sondern wirklich in den Körper zu gehen und zu spüren, was da ist. Und ein erster Mini-Step ist es, dass du dich einfach mal für ein paar Minuten hinsetzt, leg vielleicht eine Hand auf deine Brust und die andere auf deinen Bauch, einfach da, wo du was spürst und frag dich mal, hey, was ist da gerade? Also fühl da mal rein. Nicht um eine Antwort zu kriegen und auch nicht um das wieder zu analysieren, sondern einfach um Kontakt herzustellen mit dem, was schon da ist. Und wenn etwas kommt, irgendein Gefühl oder eine Enge, ein Bild oder ein Wort, dann sag einfach mal Hallo dazu. Oder schön, dass du da bist. Ohne das Ganze zu verurteilen, ohne zu sagen, das darf nicht sein. Und ja, weil viele immer sagen, da ist nichts. Wenn da nichts kommt, dann sag auch dem Nichts einfach mal Hallo. Wie fühlt sich dieses Nichts denn an? Auch das ist schon hinschauen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, statt mich abzulenken, ist der Schmerz ein kleines bisschen besser geworden. Nicht, weil er weg war, sondern weil er endlich gesehen wurde. Und weil du in den Kontakt mit dir gegangen bist. Ja, und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor, dass du den ganzen Tag funktionierst, unterwegs bist, mit Menschen bist, beschäftigt bist und dann kommst du nach Hause und plötzlich ist es laut in dir. Und du weißt nicht, wohin damit. Du greifst zu deinem Handy, du machst Netflix an, du rufst jemanden an, machst Sport, arbeitest extra lang, betrinkst dich, irgendwas, das dich wieder aus diesem Moment rausholt. Ja, weil es einfach zu viel ist. Und
Das kenne ich. Ich habe das jahrelang so gemacht. Aber was ich dir sagen kann, der Schmerz geht nicht weg, wenn du wegschaust. Er wartet einfach und er wird lauter, je länger du ihn ignorierst. Heute bin ich an einem komplett anderen Ort, weil ich aufgehört habe, von mir selbst wegzulaufen. Ja, und das Nachhausekommen, das tut nicht mehr weh. Im Gegenteil. Ich freue mich auf mein Nachhausekommen, auf die Ruhe, auf die Stille und ich freue mich vor allem auf mich. Und das hätte ich mir damals, als ich in diesem Zug gesessen habe, überhaupt nicht vorstellen können. Und ich erzähle dir das nicht, um dir zu sagen, dass es einfach ist. Es ist nicht einfach. Aber du hast die Wahl. Du kannst so weitermachen wie bisher oder du fängst an hinzuschauen. Und ja, vielleicht wird es nochmal ungemütlich. Bestimmt. Aber es wird nie wieder so schwer wie damals. Dein Körper ist nicht dein Feind. Dein Körper ist so schlau und intelligent. Er weiß ganz genau, was er tut und warum. Er dient dir. Immer. Auch wenn es sich für dich vielleicht gerade nicht so anfühlt. Und der einzige Weg raus aus diesem Schmerz führt nicht weg von ihm, sondern durch ihn durch. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da und abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Ja, und wenn du glaubst, dass du zu emotional bist oder zu viel fühlst oder denkst, dass deine Emotionen das Problem sind, dann schau dir auch unbedingt dieses Video an.